Ich brauchte mal wieder ein spontanes Abenteuer. Vor gut 2 Jahren bin ich einfach zum Flughafen gefahren und habe den ersten Flug auf der Anzeigetafel gebucht. Diesmal dachte ich mir, warum frage ich nicht einfach mal eine random Person, die ich am Flughafen treffe, wohin ich heute fliegen soll. Ja, und das kam dann bei raus. Viel Spaß! Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Mittag aus Düsseldorf. Ich bin hier gerade zum Flughafen gefahren. Ich bin irgendwie ein bisschen motiviert heute. Stand leider auch ziemlich lange im Stau und ich muss mega hart pinkeln. Aber ich muss jetzt trotzdem hier schnell das Intro drehen. Ich habe mich letztens mal daran erinnert, an die Zeit, wo ich so mit diesem Reisen angefangen habe und was ich da so eigentlich gemacht habe, was so auch irgendwie cool ankam und wo ich auch selber mega Spaß dran hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ein Format gab, da bin ich einfach zum Flughafen in Dortmund gefahren und habe dann den ersten Flug gebucht, der auf der Anzeigetafel stand, beziehungsweise den ersten Flug, den ich von den Flügen, die auf der Anzeigetafel standen, buchen konnte. Das war auch mega spontan, ich hatte nur meinen Rucksack dabei und bin dann am Ende in Danzig gelandet, in Polen. Das war ein cooler Trip und irgendwie habe ich mich dann so letztens gefragt, warum machst du das nicht nochmal? Halt einfach zum Flughafen gehen und irgendwo hinfliegen, wo du aber halt vorher gar nicht weißt, was du da machen sollst. Ist ja dann auch so ein bisschen Adventure-mäßig. Und ich habe mir jetzt heute als Aufgabe gestellt, dass ich einfach irgendwen frage, den ich jetzt gleich irgendwo da treffe, dass der mir sagen soll, wo ich heute hinfliege. Finde ich eigentlich spannend und das gab es auch schon mal irgendwo, haben schon mal andere YouTuber gemacht. Da ist schon die erste Person. Naja, komm. Wir gehen jetzt erstmal zum Flughafen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ja, viel Spaß mit dem Video. Let's go. So Leute, hier sind wir auch schon. Düsseldorf Flughafen, da sieht man das Rollfeld. Was haben wir denn da? Eurowings, SAS. Da komme ich gerade erst her, nochmal Eurowings, Lufthansa, Eurowings, schauen wir mal. Was ich mich wirklich aktuell frage, wir haben Anfang Oktober. Warum ist es hier so voll? Also die Parkhäuser sind komplett voll, das ist echt verrückt, als wären irgendwie Ferien, aber sind ja gar nicht. So Leute, hier bin ich auch schon. Ich muss sagen, ich bin gerade echt ein bisschen nervös. Was haben wir denn da? Eieiei, Funchal, Athen, Zürich, Vilnius, Manchester, Westerland. Könnt ihr das überhaupt sehen auf der Kamera? Wir haben jetzt gerade 1:15, also ich würde mal sagen, alles was so in einer Stunde oder in einer Stunde abfliegt, werde ich auf jeden Fall schaffen können. Alles davor wird jetzt ein bisschen eng, weil gerade sind auch die Security-Checks hier bodenlos, also man steht da übelst lange an. Deswegen gucke ich mal so ab 14:20 Uhr ungefähr. Heraklion, Mailand, Amsterdam, Birmingham, Hamburg, Istanbul, Kos, Wien, Prag, Stockholm, Kairo, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich eine sympathische Person finden. Das wird jetzt echt ein bisschen unangenehm. Egal, da müssen wir durch. Ich frage mal den Verkäufer. Entschuldigung, was geht? Hi. Hast du kurz 20 Sekunden für mich? Wie heißt du? Ivan. Ivan, hi. But my Deutsch is not good. In English? Yes, English, of course. English best. Where are you from? Macedonia. Macedonia, okay. I just came here and I have no plane ticket yet. Okay. And I need just one flight anywhere. So you can start looking at, for example, 2:30 p.m. because I'm not sure if I'm gonna make it earlier. And just tell me, like, for example, Zurich, Palma, Izmir, Prague, Frankfurt. No, Frankfurt makes no sense. So you want only Europe, huh? Yeah, if it's possible, not too far away, that would be fine. So maybe. Go. Yeah. Go. Wait. Prague. Prague? Yeah. All right. Okay. Thank you. Best party is there. Best party? Alright, I will check it out. So Leute, ich buche mir jetzt hier schon eben den Flug. Ist zum Glück noch da. 259,99. Also günstig geht anders. Thank you. Thank you so much, my friend. Bye bye. Tschüss. So Leute, Glück gehabt. Der Flug war auf jeden Fall noch verfügbar. Und jetzt gucke ich mal, schnell einchecken und dann... Ich habe mir von Iva noch einen Kaffee bestellt. Sehr, sehr korrekter Typ. Ey, es geht nach Prag. Da war ich noch nie, tatsächlich. Also ich freue mich wirklich, weil da wollte ich eh mal hin. Soll eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Und ich habe gerade schon gesehen, mein Flug hat auch noch ausgerechnet eine halbe Stunde Verspätung. Naja, jetzt geht es erstmal durch einen Security-Check. We urgently ask all passengers to proceed to gate A26. So Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mir hier jetzt ein ruhiges Plätzchen gesucht. Es ist auch sehr ruhig und hinter mir sitzt einer, der sich jetzt wahrscheinlich gerade fragt, was macht der Typ da? Naja, egal. Ich war gerade übrigens in der Senator Lounge. Die gibt's ja auch hier in Düsseldorf. Da habe ich, glaube ich, noch nie oder in keinem Video vorher mal reingefilmt. Ganz kurz nur, da gab's heute Kaiserschmarrn. Der war aber nicht so lecker. Genau, und ich wollte noch sagen, mein eigentliches Ticket, also hätte ich Economy gebucht, hätte 200 Euro gekostet und mein Business-Class-Ticket 249 oder 259, glaube ich. Also der Aufpreis ist natürlich da, aber er ist so, dass ich mir gesagt habe, das lohnt sich, weil ich sammle halt gerade noch Punkte für meinen Status und so weiter und so fort. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal 60 Euro mehr bezahlt. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum ich
jetzt hier Business Class Kurzstrecke fliege, mache ich sonst nicht. Aber man gönnt sich ja sonst nichts nach Prag. Flug hat leider 40 Minuten Verspätung, aber halb so wild. Ich bin ja wirklich oft unterwegs und plane auch in 99% aller Fällen meine Reisen komplett selber. Das ist dann auch oft ein ziemliches Durcheinander, also das Organisieren, Koordinieren, einfach zu schauen, dass alles reibungslos läuft und ihr am Ende ein cooles Video habt. Das gehört natürlich schon zu den Aufgaben, mit denen ich mich als YouTuber regelmäßig befassen muss. Außerdem natürlich meine Partnerschaften managen, Rechnungen verschicken, Dokumente unterschreiben und vieles, vieles mehr. Zum Glück gibt es da die Plattform Odoo, mit der man das alles an nur einem Ort verwalten kann. Odoo bietet 45 verschiedene Apps, von Vertrieb, Finanzen bis hin zu Websites, E-Commerce, Lagerverwaltung und vielen mehr. Egal, ob du Rechnungen erstellen, eine Website aufbauen oder einen eigenen Online-Shop betreiben möchtest, Odoo macht alles möglich. Sehr praktisch dabei, alle Odoo-Apps kommunizieren untereinander miteinander, sodass alle Informationen zentralisiert sind und du keine Zeit mit verschiedenen getrennten Tools verlierst. Odoo passt sich automatisch an dein Land bzw. deinen Standort an. Steuern, Währung, Vorschriften, all das Nervige und andere lokale Anforderungen werden automatisch berücksichtigt. Ganz egal, ob dein Unternehmen bereits etabliert ist oder du gerade erst startest. Du kannst mit den Apps beginnen, die du brauchst und dein System erweitern, sobald dein Unternehmen wächst. Das Beste daran ist, die erste Odoo-Anwendung ist lebenslang für dich kostenlos, inklusive unbegrenztem Hosting und Support. Ab 19,90 € pro Monat erhältst du dann Zugriff auf komplett alle Apps. Probier's gerne mal aus, buch dir ein Gespräch mit deinem Experten und ich muss jetzt ganz schnell ins Flugzeug. Also Leute, bis gleich. Boah, jetzt blendet es hier ganz schön. Leute, wir sind unterwegs, gerade gestartet, mit einer Verspätung leider von 1,5 Stunden. Wir waren am Ende eh 1 Stunde verspätet und dann kam noch eine verspätete Passagierin, die so spät zur Verspätung kam, dass sie eigentlich gar nicht mehr mitfliegen durfte. Sowas habe ich auch noch nie miterlebt, deswegen erkläre ich es euch eben. Wir sind im Bus zum Flieger gefahren worden und die hat sich dann irgendwie noch so im Nachhinein in den Bus gemogelt. Der Kapitän hat aber gesagt, er nimmt sie nicht mehr mit, weil sie zu spät war. Die kam dann so zu mir in die Ecke und hat sich dann so umgedreht. Ich dachte so, hä, was will die denn jetzt? Warum versteckt die sich so? Und irgendwann kam dann die Polizei, hat sie rausgefischt, die hat dann einen Aufstand gemacht, dann musste die rausgezogen werden und das hat nochmal eine halbe Stunde gedauert, deswegen sind wir jetzt halt 1,5 Stunden verspätet. Schade, naja, ich freue mich auf Prag, da sehen wir uns gleich, bis gleich. Okay, ich bin mittlerweile angekommen. Ich wollte hier vorne zu den Official Taxen rennen, weil ich mir auch dachte, ich war noch nie in Tschechien. Wird man hier gescammt als Touri? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich auch keinen Bock drauf, hier jetzt anzukommen und direkt mal wieder übers Ohr gehauen zu werden. Aber dann ist mir noch aufgefallen, ich habe noch gar kein Hotel und ich muss ja erstmal wissen, wo ich überhaupt schlafe. Deswegen habe ich mir jetzt schnell ein Hotel gebucht. Das ist super, weil ich erkläre euch das sofort. So, Reservierung absenden. Ich hoffe, das geht jetzt. Die Hotellerie in Prag ist arschteuer, Alter. Verstehe ich. Aber da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Mein Gott. Komm schon. Ja, gut. Sehr gut. Auf geht's. So, Hotel haben wir gebucht. Da fahre ich jetzt hin. Passt mal auf. Hier steht's Official Airport Taxi. Order hier. Ja, komm. Machen wir. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ah, und jetzt direkt bezahlen. So Leute, ich habe hier jetzt so einen Code bekommen. Damit muss ich jetzt hier zu den Ubers hier. Ah, das hat ja perfekt geklappt. Die wissen sofort Bescheid. How are you? Perfect. Anders Hotel? Thank you. Hier ist irgendwie so ein Pin drauf. How far is it? 40 minutes? Yeah. 40 minutes. Oh, okay. So Leute, ich habe dem Uber-Fahrer gerade gesagt, er kann mir auch ein bisschen Air rauslassen. Wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht ja wahnsinnig schön aus. Erinnert mich gerade direkt ein bisschen an Dresden. So auch mit dem Fluss. Welcome to Prague. Es geht gerade die Sonne unter. Schaut mal da, der Himmel ist leicht ja, angerosert. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, was ich hier so heute und morgen erlebe. Mein Hotel ist jetzt einfach nur hier die Straße runter. Das Anders Hotel, da bin ich. In der Kette war ich auch schon mal in Japan, in Tokio. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe da jetzt auch noch einen mega Deal gemacht. Zum Glück ist es mir eingefallen, erkläre ich euch gleich. Wir gehen da jetzt erstmal hin. Oh, Fußballverein, Viktoria Žižkov. Cool. Heute Spiel auch noch, oder wie? So, hier bin ich an dem ersten großen Platz. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Palladium Shopping. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall, es erinnert mich ein bisschen an, ich würde mal sagen, ein bisschen Berlin sogar, aber auch Budapest auf jeden Fall, Dresden, teilweise von den Gebäuden her auch so ein bisschen wie Lissabon, aber Dresden und Budapest kommt auf jeden Fall am meisten hin. Jetzt bin ich auch gleich beim Hotel, endlich mal. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall hervorragend. Alles super sauber, ruhig, einfach schön. Das ist einfach mein Hotel. Boah, auch ein richtig tolles Gebäude.
Sehr gut gelegen, ist mir gerade schon aufgefallen. Anders Hotel, wie schon gesagt. Da waren gerade 2 Deutschsprachige vor mir, die hier, glaube ich, gewohnt haben. Die hätte ich mal fragen sollen, was ich hier heute machen kann. Ich habe mich nicht getraut. Finde ich die jetzt noch? Manchmal bin ich nicht extrovertiert genug. Da fehlt mir manchmal ein bisschen die Power. Was geht ab, Leute? Ich bin sehr gut angekommen, habe mich kurz ausgeruht. 20 Minuten, einmal schnell geduscht, jetzt bin ich wieder fit. Ich bin echt überrascht und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt... Also ist auch unnötig, weil so entsteht natürlich der Eindruck, dass ich immer nur in so Dingern schlafe. Das ist jetzt hier mein Zimmer wirklich sehr, sehr schön. Als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, ja, eigentlich so ein typisches Zimmer oder Hotel, wo man auch theoretisch ein Hoteltest-Video drüber drehen könnte. Aber das machen wir jetzt natürlich heute nicht. Also ist ein krank geiles Hotel, super gelegen, wie schon gesagt. Und da kann man echt nichts gegen sagen. Hier noch das Badezimmer, sehr, sehr schön. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich bei meinen Hotelvideos schon jetzt... Also da wird es nicht mehr reinkommen, sag ich mal so. Früher hätte ich es vielleicht sogar mit reingenommen, aber jetzt ist mittlerweile so ein Level erreicht, finde ich, wo wirklich nur noch sehr, sehr besondere Hotels da Platz finden. Ich will euch ja auch was bieten, wenn ich dann schon Hotelvideos drehe. Komm, einmal hier noch kurz die Dusche. Sehr, sehr schön. Ja, da geht doch immer mein Herz auf. Ich habe eine Instagram-Story gemacht, dass ich in Prag bin. Und also das ist jetzt in keinem Kontext so, ein bisschen Spoiler auch, aber die meisten von euch, die YouTube gucken, folgen mir eh nicht auf Instagram, von daher ist das auch egal. Da haben mir viele Leute so Food-Spots geschickt und ich dachte mir, komm, der eine sah so lecker aus, ich bin ein großer Burger-Fan, da gehen wir jetzt mal hin. Danach gehen wir vielleicht ein lokales Bier probieren, das muss ich machen, gerade in Tschechien, und dann gucken wir mal, was heute Abend noch so in Prag geht. Ich habe richtig Lust. Jetzt habe ich schon so oft angepriesen, dass ich das Hotel hier geschossen habe. Ich habe schon mittlerweile recht viele Punkte bei diesem ganzen großen Hotelprogramm, Hyatt, Marriott, Hilton und so weiter und so fort, aber ich vergesse immer, diese Punkte einzulösen, wenn ich sie dann mal einlösen könnte, also wenn es halt Sinn machen würde. Und heute habe ich im Flugzeug aber dran gedacht, dass ich Punkte einlösen muss und bin jetzt halt hier gelandet. 20.000 Punkte hat das gekostet, ist jetzt nicht mega günstig, aber ich dachte mir, komm, die Punkte müssen auch mal weg, können ja auch verfallen oder so, sonst liegt dieses Hotel hier preislich schon so bei, ja, ich sag mal 250, 300, 350 Euro, also heute Nacht jetzt, glaube ich, 370 Euro dieses Zimmer hier gekostet. Echt teuer, also Hotellerie in Prag, kein Plan, warum es so teuer ist, aber den Preis habe ich nicht bezahlt, ne? Auf geht's in die Stadt. Ey Leute, heute ist wirklich anscheinend ein guter Tag. Das ist mir auch ewig nicht passiert. Ich bin einfach gerade hier lang gelaufen, ungefähr 30 Meter da hinten auf der anderen Seite lagen einfach 10 Euro auf dem Boden. 10 Euro darf man ja behalten, oder? So, hier waren wir eben schon. Davon hole ich mir jetzt mein Essen gleich. Das hier ist der Laden hier links, der wurde mir empfohlen. Nase Maso. Ja komm, da gehen wir mal rein. So Leute, schaut euch den Laden mal an, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Da oben das Menü. Und für mich gibt es jetzt hier einen Cheeseburger. Wow. Ja. So Leute, das ist der Wahnsinn. Das ist sehr, sehr lecker. So Leute, aufgegessen. Das war wirklich super lecker. Also den Laden kann ich euch empfehlen. Bisschen speziell, weil man eigentlich quasi in der Metzgerei sitzt. Aber gut, so ist das, ne? Ich finde dieses ganze Viertel hier sehr cool. Da vorne sitzen ganz viele Leute in der Bar. Ich will da jetzt nicht so reinfilmen, aber gut, ich filme halt gerade rein. Heute spielt nämlich die tschechische Nationalmannschaft und die Leute hier sind Fußball begeistert. Das gefällt mir. Okay, was geht hier ab? Hier haben wir schon den ersten Club. Ey, das sieht gar nicht so schlecht aus mit dem Maskottchen davor. Prag ist ja auch fürs Nachtleben bekannt und der Ivan, der mir das Ziel rausgesucht hat, der hat ja auch gesagt, die Partys hier sind crazy. Mal gucken. Ich bin ohne Scheiß die ganze Zeit am Staunen. Also egal, wo man hier ist. Ich bin jetzt hier im Zentrum der Altstadt. Hier ist ja auch so ein großer Marktplatz. Wieder ähnlich wie in Dresden. Da sieht das ja genauso aus. Da hast du eine Kirche und dann hier die kleinen Cafés und so. Da setze ich mich jetzt, obwohl, ob das jetzt der richtige Ort ist, um hier einzukehren, ist natürlich alles sehr touristenlastig. Aber ich bin ja auch selber Tourist. Also wenn mir jetzt wer sagen würde, ey Alex, wo bist du gerade, und ich keine Ahnung hätte, würde ich direkt sagen Dresden. Nur da steht kein Deutsch dran. The Germans are everywhere. Also gut, ist ja auch nicht weit weg, aber hier hast du dann auch noch so kleine Gassen. Und je weiter man jetzt in diese Richtung geht, desto lauter wird's und auch asozialer. Ich komme jetzt wahrscheinlich so ins Partyviertel. Ja, weiß ich nicht, da sehe ich mich jetzt nicht so ganz. Ey, es hört nicht auf, ne? Schaut euch das mal an. Also ich muss wirklich sagen, Prag, schönste Stadt Europas. Zumindest von der Innenstadt her. Schade, dass es nicht am Meer liegt. Das sieht doch mal genau nach sowas aus, wo ich nach suche eigentlich. Sehr urig, nicht zu voll. Ja, und ein schönes Pilsener Urquell. Komm, rein da. So, das sieht doch super aus hier drin. Da oben läuft auch ein bisschen Fußball. Ein schönes Pilsener Urquell. Ziemlich bitter. So Leute, hinter mir ist jetzt ein Club, der heißt Duplex.
Ich habe keine Ahnung, ob ich da reinkomme. Man weiß ja nie so mit Dresscodes und so. Aber die haben einfach 58.000 Bewertungen bei Google. Ich glaube, das ist Weltrekord. Oder halt gefaked, aber naja, keine Ahnung. Ich wollte wenigstens einmal reinschauen, weil, ja, wenn ich schon mal hier bin und ist ja auch lustig fürs Video. Und man muss sich ja auch jung halten. So Leute, ich bin drin. Das ist auf jeden Fall hier. Ist auf jeden Fall so ein Rooftop-Club. So Leute, muss mal kurz frische Luft schnappen. Das ist hier der Ausblick dann von diesem Rooftop Club. Ja, ganz nett, aber auch ziemlich teuer. Und alles voll mit Deutschen. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Prag. Oh, regnet's? Nee. Ich habe euch gestern noch gar nicht die Aussicht hier gezeigt. Mein Zimmer ist direkt vor so einer U-Bahn-Haltestelle. Gestern Abend standen da bestimmt 80 Leute am Warten. Und die haben mich dann gesehen, während ich halt schlafen gegangen bin. So gesehen. Also gut, nur hier am Fenster, ne? Ich suche mir jetzt erstmal was zu frühstücken. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen in Prag. Ich war gestern vielleicht eine Stunde in diesem Club. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen und schlafen, weil ich war auch echt müde. Aber da waren echt gefühlt mehr Deutsche drin als Tschechen. Gut, Dresden zum Beispiel ist ja auch gar nicht weit von hier. Das wusste ich zwar, aber dass es so nah ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Deswegen sehen die Städte wahrscheinlich auch ähnlich aus. Auch wahrscheinlich studentisch gesehen. Hier gibt es einfach sehr viele Leute, die aus Deutschland zum Tourismus oder hier sogar wohnen. Ne? Ja, das fällt auf jeden Fall sehr auf. Und hier seht ihr das Hotel auch nochmal im Hellen. Ja, ist wirklich ein schöner Laden gewesen. Ich habe jetzt nicht das Frühstück oder so getestet, aber kann ich, denke ich, empfehlen. Davor ist gerade irgendwie Miss Tschechien oder sowas. Die machen da irgendwelche Aufnahmen. Oder Miss Prag war es. Eins von beiden. Ich habe es gerade nicht genau verstanden. So, ich habe Hunger. So kalt ist es gar nicht. 15 Grad. Wobei eine Jacke bräuchte ich schon. Bis gleich. Wir suchen uns jetzt erstmal was zu frühstücken. So Leute, ist zwar ein bisschen voll hier, aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Ein paar Pancakes mit Eis. Ja, was will man mehr? Und eine Apfelschorle. Heute mal gesund. Sehr, sehr lecker. So, hab schon aufgegessen. Den Nock heißt der Laden. Ich bin mittlerweile auch in den Hotels oft so morgens von Ex-Benedict zu mal so ein paar Pancakes geswitcht, wenn die halt wirklich gut sind. Klar, ist jetzt nicht so gesund, aber egal. Und da die Pancakes, boah, ich würde fast sagen, das waren die besten Pancakes meines Lebens. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch noch gar nicht so richtig Tschechisches gegessen, ist mir aufgefallen. Deswegen, ich habe auch noch ein bisschen Hunger. Holen wir uns mal noch was anderes. Machen wir mal eine kurze Foodtour. Alex, der Food-Guru. Ey, was ist das denn? Ein Bier-Spa. Ein Spa-Bereich, wo man Bier trinkt? What the fuck? Davon habe ich ja noch nie gehört. Das klingt ja fast zu verlockend, um da jetzt nicht reinzugehen. Also nee, werde ich jetzt nicht, aber was ist das? Muss ich mal googeln. Is this with cheese? One please. Yeah, thank you. So Leute, schaut mal hier, habe ich mir gerade geholt. Tschechisches Gebäck. Soll wohl sehr lecker sein. Jetzt habe ich leider den Namen schon wieder vergessen. Kolaches oder Kolacis, ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie richtig ausgesprochen, sind ein weiches, süßes und oft mit Obst, Käse oder Fleisch gefülltes Gebäck. Der Name leitet sich vom tschechischen Wort Cola ab. Naja gut. Hat so 2,50 € gekostet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist zwar irgendwie mit Käse, aber schmeckt trotzdem süß. Muss man sich dran gewöhnen an so einen Geschmack. Ich bin ja nicht so ein Fan, wenn das so süß und herzhaft gemischt ist, mag ich nicht. Ich bin hier gerade noch auf dem Weg zu so einem Turm. Der sieht ganz verrückt aus und da kann man wohl umsonst drauf gehen. Der ist gerade hinter den Bäumen. Boah, ich habe gerade erstmal ein halbes Workout gemacht. Das war gar nicht mal so unweit und vor allem auch mit Steigung. Jetzt bin ich ganz schön am Schwitzen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Alter, aber es hat sich gelohnt. Was ist das für ein Turm? Junge, schaut mal hier. Da krabbeln überall auch so Mannequin hoch. Ich hoffe, ich komme da jetzt irgendwie rein. Und das, also anscheinend soll das komplett, im Internet stand, dass das nichts kostet. Ja, mal gucken. So Leute, ich habe es nach oben geschafft. Hat allerdings doch Geld gekostet. 15 € umgerechnet. Aber für den Ausblick würde ich sagen, ja, hat sich das mehr oder weniger gelohnt. Ich glaube, mein Hotel müsste da irgendwo sein. Wir sind jetzt hier übrigens auf 93 Metern. Schon eine sehr schöne Stadt. Die meisten Gebäude hier sind echt richtig hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-stöckig. Eigentlich fast alle. So sieht das hier aus auf dem Tower. Ist jetzt nicht viel los. Hier kannst du dich hinsetzen. Und hier sieht man dann noch die andere Seite von Prag. Da hinten ist irgendwo der Flughafen auf jeden Fall. Ach geil, hier hat man eine Übersicht von den höchsten Towern der Welt. Bratislava, UFO Tower, Kanada, Wien. Und dann geht es hier weiter bis, hier ist er, 216 Meter hoch. Also ich bin, glaube ich, jetzt gerade mal hier.
Und keine Ahnung, bis hierhin kommt man gerade gar nicht. Le Tour Eiffel und dann das Burj Khalifa. Hier haben wir den Tokyo Tower. Skytree in Tokio ist gar kein Tower, oder wie? Hat Deutschland keinen Tower? Ist der Tower am Alexanderplatz nicht hoch genug? Wir bräuchten mal in Deutschland einen vernünftigen Tower. Das wäre doch mal eine Investition für den Tourismus. So, jetzt reicht es mir auch mit dem Tower. And back to where the story started. Leute, ich bin gerade wieder in Düsseldorf gelandet. Geht das noch vom Licht? Ja, ne? Ein kleines Fazit noch zu Prag. Ich denke, ihr habt es im Video auch schon gesehen oder es ist so rübergekommen. Eine super Stadt, also hat mir echt verdammt gut gefallen. Da kann man, egal, also für viele Gründe hinfahren. Sei es jetzt, um sich die einfach schön anzugucken, mit Freunden, mit der Freundin, kurzer Partytrip, ums Essen zu genießen. Ich war jetzt gerade, nachdem ich auf dem Turm war, noch in einem anderen Burgerladen. Da habe ich dann noch einen anderen Burger gegessen. Der war auch super lecker. Der hieß, glaube ich, Fat Cow oder wie hieß der? Fat? Keine Ahnung, blende ich euch hier ein. Das war auch eher ein Smashburger, super lecker. Ich bin ja kein Food-YouTuber, das sage ich auch immer, aber heute hatte ich echt Spaß, mir da so ein paar Sachen noch reinzuziehen. Ich würde fast sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, ey, ich will einen Städtetrip machen in Europa, wo soll ich hin? Ich würde sagen Prag. Mach Prag, hat mir super gefallen und ich war echt nicht so lange da. Jederzeit wieder. Preislich muss ich sagen, hätte ich wirklich gedacht, dass es günstiger ist, als es jetzt ist. Also zum Beispiel Dresden, vom Gefühl her deutlich günstiger als Prag. Auch die Hotellerie und so weiter und so fort. Günstig geht anders, aber trotzdem Tipp von mir, Prag, super Stadt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir ist noch eingefallen, ich habe dem Ivan gar nicht gesagt, wie mein YouTube-Kanal heißt. Falls ihr den irgendwann mal zufällig hier in Düsseldorf am Flughafen seht, sagt ihm das gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.